Ladies and Gentlemen, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer ersten Folge von Let's Design Cities Skylines im Projekt Lakeside. Willkommen zurück zu unserer heißgeliebten Serie, beziehungsweise zu einer neuen Serie, aber zum wie üblichen Zeitpunkt so über die Wintermonate. Ich denke mal, die meisten von euch haben es mittlerweile mitbekommen. Wir machen ja irgendwie immer so diese Serien in Richtung Winter. Ich weiß auch nicht. Bietet sich an. Deswegen 1. Oktober mal wieder. Ich glaube, wir haben auch die Serie Seebergen am 1. Oktober gestartet. Deswegen starten wir heute mal so ganz ungewohnt an einem Dienstag mit City Skylines in dieser neuen Serie. Und ich habe mir einfach mal gedacht, wir hüpfen mal wieder rein in dieses gute Spiel. Und wir beginnen diese Episode in einer wunderschönen neuen Karte logischerweise. Und der Titel der Folge, ich glaube, ich habe ihn irgendwie so genannt, der hieß, glaube ich, Aufbruch in die alte Welt. Und das klingt so ein bisschen bescheuert, wie alles, was man so beschreibt. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Metapher dafür, denn wir gehen zurück in Europa, sozusagen. Wir gehen zurück sozusagen nach Zentraleuropa, das heißt, diese ganze Karte spielt in Zentraleuropa und wir spielen in dieser wunderschönen Karte eine Region, die jetzt sozusagen so ein bisschen im Wandel der Zeit ist. Ne? Das heißt, wir haben eine große Karte, natürlich 81 mal 81, nein, 9 mal 9, so viel, und 81 Teils insgesamt. Und auf dieser Karte gestalten wir uns viele kleine Örtchen, Fachwerkorte, eine Altstadt in einem großen zentralen Ort und den Wandel der Zeit so ein bisschen. Das heißt, Tradition, moderne, alte Bauwerke neben neuen. Das heißt, sowas wie eine uralte Fachwerkhäuser oder eine uralte Fachwerkinnenstadt neben modernsten Neubauten. Das ist so ein bisschen das Thema dieser ganzen Sache. Natürlich nicht völlig übertrieben, aber so ein bisschen in die Richtung soll diese ganze Serie gehen. Wir spielen, wie gesagt, in Zentraleuropa und wir spielen vor allen Dingen auf einer Karte, die ich nicht selbst erstellt habe, sondern die vom lieben, ich kann seinen Namen nicht richtig aussprechen an dieser Stelle, es tut mir wahnsinnig leid, Vaft Srunir, mit D noch dazwischen, im Steam Workshop. Die Karte heißt Bruck und ist die Definition oder ich sag mal die Kopie der Region Bruck an der Mur in Österreich. Für diejenigen von euch, die das vielleicht kennen sollten. Und an alle anderen googelt das einfach. Es ist eine Stadt in Österreich und dieses Kartenthema sozusagen hat der liebe Vaft Srunir, ich kann das nicht aussprechen, wie gesagt, hier erstellt. Und die Karte gibt es im Steam Workshop, die ist, glaube ich, schon relativ lange verfügbar. Das heißt, falls ihr Interesse habt, diese Karte euch selber anzuschauen, ich habe sie natürlich modifiziert, ja. Also das ist jetzt nicht mehr ganz die originale Karte. Vielleicht ist der ein oder andere Fluss ein bisschen anders und vielleicht ist da so ein bisschen mehr Wasser auf die Karte gekommen als in der ursprünglichen Karte. Aber im Großen und Ganzen ist diese Karte noch in der Ursprungsversion. Ihr könnt die runterladen und selber angucken im Steam Workshop. Entweder sucht ihr nach Bruck oder für diejenigen, die das zu viel Arbeit ist, einfach in die Beschreibung unter diesem Video klicken. Unter Map Download oder ich weiß nicht, wie ich das nennen werde, originale Karte oder so. Keine Ahnung. Da gibt es den Download-Link zu der originalen Karte und da könnt ihr das Ganze dann runterladen und euch schon mal angucken, wenn ihr wollt. Ansonsten für all diejenigen von euch, die so ein bisschen, währenddessen ich da im Hintergrund übrigens gerade so ein paar Häuser setze in unserem ersten kleinen Ort. Da komme ich aber gleich noch zu, keine Sorge. Für all diejenigen von euch, die das Ganze jetzt mal sehen wollen, wie diese Karte aussieht, ich blende euch jetzt hier gerade mal diesen kleinen Überflug ein. So in etwa sieht die Karte Bruck aus. Auch mit meinen kleinen Änderungen. Ich glaube, die meisten davon ich glaube, die sieht man gar nicht. Naja, egal. Wir werden sie später natürlich ausgiebig begutachten. Das heißt, so sieht die Karte aus, die ihr jetzt hier gerade mal schön überflogen habt bei diesem herrlichen Wetter. Falls ihr euch übrigens fragt, woher dieser Himmel kommt, das ist der sogenannte Cube Map Replacer von, ich glaube, Ronix69. Der hat es auf jeden Fall entworfen, so bin ich mir ziemlich sicher. Der hat diesen Mod entworfen, der einfach dieses Himmelsbild ändert und damit natürlich auch die Stimmung so ein bisschen schöner anpassen kann. Von dem ist dieser wunderschöne Mod, falls ihr euch daran das selber irgendwie benutzen wollt. Ist natürlich sehr performance-lastig, dieser Mod. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir am Ende, wenn wir diese Karte wieder 100 Kilometer zugebaut haben mit 5 Millionen Häusern und Bäumen und Straßen und Gleisen und Brücken und was weiß ich. Ich glaube, wir werden irgendwann diesen Cube Map Replacer einfach ausmachen müssen und uns mit dem normalen Vanilla-Standard-Himmel beschäftigen müssen, weil ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt wird das von der Performance sonst zum Problem werden. Trotz mittlerweile 32 GB Arbeitsspeicher.
Naja, ihr wisst ja, es ist alles belastend hier. Naja, wir haben auf jeden Fall so ein bisschen. Das Ziel dieser Karte ist wieder so etwas, ich glaube, wir hatten das in den letzten Serien, auch in Seebergen schon ganz schön eigentlich. Das Motto ist mal wieder, wir bauen keine zentrale große Stadt mit 5 Millionen Einwohnern und da passiert alles, sondern das Motto dieser Karte ist natürlich, oder dieser ganzen Serie ist wieder, wir bauen eine Landschaft. Das heißt, diese Karte, die ja aus dem Steamworkshop kommt, die ist natürlich eine Kopie offiziell einer Stadt, nämlich der Stadt Bruck an der Mur in Österreich. Wir bauen aber keine große Stadt hierauf. Das seht ihr, glaube ich, jetzt schon anhand der Tatsache, wie ich hier alles gestalte und walte. Das heißt, wir bauen wieder im Grunde genommen eine landschaftliche Region, aber diesmal wieder mit ein paar kleinen Änderungen zu Seebergen vorher. Wir wollen in dieser wunderschönen Serie gemeinsam einige kleine Dörfer bauen, wie üblich. An dieser Menge, sage ich jetzt mal, an die 10 vielleicht. Und ich hätte ganz gerne dann eine zentrale Stadt. Und wenn ich sage Stadt, dann reden wir hier tatsächlich von Stadt. Also nicht mehr von Einfamilienhäusern oder von kleinen Mehrfamilienhäusern oder sowas, sondern wir reden dann tatsächlich von einem oder einer städtlichen Region. Das heißt, mit tatsächlich mehrstöckigen Gebäuden, mit alten und neuen Gebäuden nebeneinander. Das heißt, Renaissance-Gebäude, wir haben Gebäude, Fachwerkgebäude in mehrstöckigen Versionen und natürlich auch modernere Gebäude, die sich dort über die Zeit entwickelt haben in dieser Stadt. Und diese Stadt wird dann am Ende aller Tage so ein bisschen in der Mitte der Karte angeordnet sein, höchstwahrscheinlich. Ich weiß es natürlich noch nicht. Ich plane ja hier mal wieder nur so grob und mal gucken dann am Ende mal, wie ich das dann tatsächlich gebaut kriege. Aber wir werden am Ende so eine Stadt haben und werden dann die Chance haben, da so ein bisschen, ich sag mal, ich weiß nicht, so ein bisschen Großstadt-Flair zu haben. Also es wird keine Großstadt werden, logischerweise, aber der Flair wird so ein bisschen rüberkommen. Ich glaube, bei der Stadt werden wir hinterher so an die vielleicht 15.000 bis 20.000 Einwohner haben. Das ist so mein Ziel, vielleicht werden es auch 25, ist ja keine feste Größe. Aber so um den Dreh rum wird sich das dann am Ende aller Tage abspielen. Das heißt, das ist so das, worauf ihr euch freuen könnt. Und wir beginnen, wie ihr jetzt gerade seht, um mal auf das Video zurückzukommen, nach 8 Minuten, mit dem ersten kleinen Ort tatsächlich. Das heißt, hier entsteht gerade der erste kleine Ort. Dieser Ort heißt Eystrup oder Eystrup, E-Y-S-T-R-U-P. Und dieser wunderschöne kleine Ort liegt am äußeren östlichen Rand der Karte. Also wir sind jetzt, wenn ihr jetzt gerade auf dieses Bild hier schaut, rechts, jetzt oben, da wo dieser rote Vogel ist, die Richtung ist momentan Osten und dieses Osten ist wirklich schon ganz eng an der Karte. Also wir haben jetzt wirklich nur noch 50 Meter und dann fallen wir ins Nichts sozusagen. Das heißt, dieser Ort, Eystrup oder Eystrup, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, dieser Ort liegt hier ganz am Rand der Karte und das ist so ein bisschen ein schöner Beginn für diese Serie, denn das ist mein Ziel, dass wir am Ende tatsächlich durchgehend sozusagen tatsächlich durchgehend alles bebaut haben. Also wir werden natürlich Bergspitzen haben, wo kein Haus steht und wir werden natürlich auch Täler haben, wo mal jetzt nicht 50.000 Leute drin wohnen, aber mein Ziel ist so ein bisschen, dass wir im Laufe dieser Serie so ziemlich jedes dieser Täler, die ihr gerade eben in dem Überflug vielleicht gesehen haben könntet, tatsächlich auch mit Menschen besiedelt ist. So wie das halt eben in so einer Art Mittelgebirgsregion tatsächlich dann auch der Fall sein wird. Ich weiß, Bruck an der Mur liegt nicht am Mittelgebirge, meine lieben Freunde, bevor mich da einer korrigieren möchte, aber ich mache daraus so ein bisschen Mittelgebirge, denn wie die meisten von euch ja vielleicht wissen, Cities Skylines hat jetzt mit den Höhen eine gewisse Begrenzung. 1024 Meter höher kann ich Berge hier nicht machen. Und wenn wir von 1024 Meter reden, dann reden wir natürlich noch nicht von Hochgebirgen, wie es sie in den Alpen gibt. Das heißt, für mich ist das Ganze hier, was wir hier gerade bauen, sozusagen eine Mittelgebirgsregion. Das heißt, es ist zwar offiziell eine Karte aus Österreich, aber in Cities Skyline sieht es halt aus wie Mittelgebirge. Deswegen, es sind Mittelgebirge für mich. Es passt irgendwie. Und warum nicht? Ne? Also warum nicht einfach ein paar Mittelgebirge benutzen, um hier so ein bisschen mal eine andere Landschaft zu gestalten. Das heißt übrigens auch, wir haben nicht diese unfassbaren hohen Berge in der Landschaft. Wir haben natürlich entsprechend Höhenunterschiede, aber wir haben vor allen Dingen nicht mehr 60.000 Kilometer Höhenunterschied von Meer zu Berg oder sowas. Der ein oder andere hat das in Seebergen ja doch recht unrealistisch gefunden. Ne? Das kann ja jeder seine Meinung dazu haben. Ich wollte es ja so haben in Seebergen. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was,
dann machen wir das doch ein bisschen anders hier. Und wir haben kein Meer, also kein Hochseehafen in der Nähe. Das heißt, wir sind hier wirklich im Inland. Wir haben zwar einen See, ne? Weil Lakeside und so, See muss schon da sein. Den habe ich hier auch nachträglich in die Karte noch eingefügt. Aber wir haben kein Meer oder keine internationalen Gewässer in der Nähe oder sowas. Also sowas in der Art haben wir tatsächlich nicht. Gut, wie gesagt, wir gestalten unseren kleinen ersten Ort. Dieser Ort liegt, wie gesagt, ganz im Osten der Karte. Was ich da momentan gerade mache, ist so ein bisschen ein ganz kleiner Industriegebiet. So ein Industriegebiet ist eigentlich völlig falsch. Ein einzelner Betrieb, der hier noch so einen kleinen Gleisanschluss von der Eisenbahn hat. Den ersten kleinen Bahnhof, den habt ihr hier auch schon gesehen, oder beziehungsweise der ist, glaube ich, in dieser Folge gar nicht reingeschnitten worden von mir. Da bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher, weil ich habe einfach nur die Gleise gelegt. Das heißt, so besonders spannend war es bis jetzt noch nicht, dass ich das unbedingt zeigen wollte. Diese Bahnsteige, die ihr da rechts seht, oder auch diese Laderampe, das sind einfach Pflasterstein-Networks, die ihr im Steam Workshop runterladen könnt. Also unter Cobble und unter Networks. Da findet ihr das. Ist eigentlich sehr praktisch, weil man da so ein bisschen seine eigene Bahnsteige mitgestalten kann. Finde ich persönlich sehr praktisch und deswegen, das gefällt mir immer besser als die, ich sag mal, Vanilla-Bahnsteige von irgendwelchen Bahnhofsgebäuden. Natürlich haben wir hier eine Bundesstraße, die durch den Ort durchgeht. Hier seht ihr die gerade und wir haben natürlich auch die Eisenbahnlinie, die hier halt herführt. Es ist eine nicht elektrifizierte zweigleisige Hauptbahn für diejenigen von euch, die ja sich auch immer freuen, wenn wir hier viel Realismus in die Eisenbahn reinbringen. Das sind ja doch recht viele mittlerweile. Ich freue mich ja, dann kann ich nämlich hier, da habe ich eine schöne Ausrede, dass ich hier möglichst viel Zeit mit diesem Verkehrsmittel verbringen kann. Aber keine Sorge, wir übertreiben es nicht mit der Eisenbahn. Wir haben also insgesamt, glaube ich, eine Hauptstrecke, nämlich diese zweigleisige nicht elektrifizierte Bahnstrecke, die hier durch die Gegend führt. Dann haben wir am Ende eine Nebenbahn, auf jeden Fall. Ob es eine zweite geben wird, weiß ich noch nicht. Das kommt davon, oder es hängt davon ab, wie viele Dörfer wir am Ende auch tatsächlich besiedeln oder wie viele Täler wir am Ende auch besiedeln. Und dann haben wir am Ende aller Tage, glaube ich, noch eine elektrifizierte Hauptbahn, die auf diese nicht elektrifizierte Hauptbahn trifft, beziehungsweise andersrum. Also die nicht elektrifizierte Strecke hier trifft am Ende in unserem Hauptort, in unserer Stadt, so nenne ich das jetzt einfach mal, dann auf die elektrifizierte Hauptbahn, die da durchläuft. Das ist so die Region, in der wir uns eisenbahntechnisch bewegen. Und natürlich haben wir hier in dieser Karte eine Bundesstraße. Das seht ihr hier vorne schon, ist vielleicht, glaube ich, eher eine Landstraße. Sagen wir mal Landstraße. Wir haben eine Bundesstraße, wir haben Landstraßen und wir haben ansonsten natürlich haufenweise Kreis- und Gemeindestraßen. Also das Übliche, was sich so da entwickelt im Laufe der Zeit. Wie halt die Orte hier so angebunden sind. Dieses Dach reiße ich übrigens gerade wieder weg, glaube ich, weil das mir doch nicht so gut gefällt. Ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwas gebaut. Auf jeden Fall, wir haben auch die Straße genügend gewürdigt, auf jeden Fall. Da macht euch mal keine Sorgen. Wir haben aber keine Autobahnanbindung. Das möchte ich vielleicht mal gerade nebenbei erwähnen. Das heißt, auf dieser Karte in den Mittelgebirgen, es gibt hier keine Autobahnanbindung, sondern tatsächlich nur Bundes- und Landstraßen. Aber von denen genug. Und die sehen auch ganz schön aus. Also ich denke, wir dürften da eigentlich alle ganz zufrieden mit sein. Was ich da übrigens gerade baue, ist der Grund, warum dieser Ort übrigens Eystrup heißt oder Eystrup oder wie auch immer. Das ist eigentlich ein Ort in Niedersachsen, glaube ich zumindest, wenn ich da nicht völlig falsch informiert bin. Ich habe es nicht nachgeguckt, das ist nur mein eigenes Wissen jetzt gerade. Ich meine, der liegt in Niedersachsen und dieser Bahnhof, der hier jetzt gerade gebaut wird von mir, dieses Bahnhofsgebäude, darauf steht Eystrup und das ist ein Bahnhof, der tatsächlich existiert, hier in Deutschland, in Niedersachsen, wie gesagt, glaube ich. Und dieser Bahnhof ist ins Spiel geholt worden in City Skylines vom lieben Sven Berlin. Der hat diesen Bahnhof erstellt und einfach weil auf diesem Bahnhof so schön Eystrup draufsteht, habe ich mir einfach gedacht, Mensch, dieser ganz östliche Ort, der hier mitten im Nichts liegt, den nennst du jetzt einfach mal Eystrup, ne? Weil der Bahnhof heißt schon so, da muss ich den Bahnhof nicht aufwendig umdekorieren. Ja, man muss ja gucken, wo man sparen kann hier. Deswegen, wie gesagt, heißt dieser kleine Ort jetzt Eystrup. Insgesamt ist übrigens mein Ziel, dass wir jetzt allein in diesem Tal, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ihr seht ja am Ende dieser Folge natürlich nochmal so eine Gesamtübersicht, in der letzten Cinematic, glaube ich. In diesem Tal, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden, werde ich höchstwahrscheinlich am Ende aller Tage 3, vielleicht 4 kleine Orte bauen, wie den, an dem wir jetzt gerade dran sind. Oder den wir schon in dieser Folge am Erstellen sind die ganze Zeit. Das heißt, ich habe so die
den Verdacht, wir werden schon am Ende vielleicht von 3, 4 Episoden in dieser Serie schon viele Orte gebaut haben. Also es ist wirklich so, ich habe wirklich viel Spaß daran gefunden, diese kleinen Ortschaften zu dekorieren und zu gestalten. Das heißt, wenn wir dann vielleicht am Ende aller Tage in vielleicht Episode 5, 6, 7 vielleicht dieses Tal, in dem wir uns jetzt gerade befinden, dieses Flusstal, der Fluss heißt übrigens Welsach. Ich habe den jetzt einfach mal so genannt, nach dem Ort der letzten Serie. Also, ich glaube, wir werden da doch vielleicht in Episode 5 oder 7 dieses gesamte Tal schon fertig haben. Also, so wie ich jetzt hier angefangen habe. Weil ich war begeistert, wie schnell ich diesen Ort auch tatsächlich hinbekommen habe, so wie er auch am Ende so aussehen soll, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich weiß nicht. Mal gucken, wie sich das am Ende entwickeln wird. Aber ich bin sehr froher Dinge, dass wir es tatsächlich schaffen werden, diese Serie, eine Karte tatsächlich voll und ganz umfänglich fertig zu bauen. Was uns ja bis jetzt nicht gelungen ist. Ich weiß, es sind hohe Töne am Anfang der Serie, ich weiß, aber es ist wirklich so. Wir haben dadurch, dass ich jetzt diese kleinen Täler habe und in diesen kleinen Tälern halt eben sich das Ganze abspielt, doch eine recht große Chance, hier tatsächlich am Ende aller Tage alles fertig zu bekommen. Und da freue ich mich natürlich drauf. Also ich bin begeistert, wenn das dann am Ende auch tatsächlich so wird, wie ich mir das vorstelle. Und natürlich auch, wie ihr euch das vorstellt. Denn wie bei allen anderen Serien bisher zählt natürlich auch hier, wenn ihr Vorschläge habt, wenn wir was machen sollten, dann werde ich das natürlich auch in den Kommentaren gerne lesen und dann gucken, wie wir das Ganze hier in die Spielwelt importieren können oder mit einbauen können, was so eure Vorschläge sind. Also logischerweise, ich bin da sehr gespannt und sehr, sehr, sehr fröhlich drüber, wie sich das dann vielleicht am Ende aller Tage oder wie das am Ende aller Tage dann aussehen wird. Gut, was gibt's noch zu sagen? Ich versuche jetzt hier in dieser ersten Folge natürlich wieder so ein bisschen zu erklären, was ich hier vorhabe. Ich gehe jetzt nicht ganz so viel drauf ein, was ich da gerade mache. Deswegen sind wir auch schon seit so 3, 4, 5 Minuten mit diesem Bahnhof beschäftigt, weil ich einfach diese Folge so ein bisschen dafür nutzen möchte, euch auch diese Serie an sich zu erklären, in Anführungszeichen. Also was ich so vorhab und was mir so vorschwebt und was wir so bauen wollen und so weiter und so fort. Momentan übrigens gerade für den Hintergrund mache ich auf diesen Pflastersteinbahnsteigen gerade diesen Asphalt drauf, mit Hilfe des Gebäudes. Das hat den sowieso dabei, deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, benutze das doch einfach dafür. Der Bahnhof, der hier übrigens liegt, ist so ein typischer, Ortsbahnhof im Wirtschaftswunderland. Also so typischer Bahnhof, wie er 1950 vielleicht, entstanden sein könnte oder wie er 1950 in seiner Ausdehnung existiert hat in Deutschland, recht häufig. Das heißt, es ist ein Bahnhof mit 2 Bahnsteigen, die sind alle nicht erhöht, also diese typischen alten Bahnsteige mit Asphalt drauf oder mit nur Dreck drauf. Die haben alle keine besondere Höhe, die sind also relativ flach über dem Boden. Wir haben einen Güterschuppen mit Verladerampe, auch das gab es 1950 sehr, sehr häufig in eigentlich jedem Ort in Deutschland. Und wir haben 2 Bahnsteige, so typischerweise, die jetzt hier quasi, die beiden durchgehenden Hauptgleise abdecken. Und halt ein Überholungsgleis für Güterzüge, Personenzüge, die halt eben so benötigt werden. Das heißt, dieser Bahnhof ist jetzt so ein bisschen eine Kopie eines Bahnhofs in den 1950er Jahren. Und wie vielleicht die ein oder anderen von euch mittlerweile festgestellt haben werden, sind viele Bahnhöfe in Deutschland noch heute in den 1950er Jahren hängen geblieben oder kurz danach. Das heißt, oder 1960. Ja, also auf die 10 Jahre kommt es jetzt nicht an. So schnell ändert sich da nichts. Das heißt, das ist so ein bisschen, ich sag mal, die Mentalität, in der sich jetzt dieser Bahnhof hier gerade befindet. Und mein Ziel ist es ja, wie gesagt, in dieser Serie so ein bisschen über mehrere Episoden oder mehrere zeitliche Gegebenheiten was zu erstellen. Das heißt, wir werden Abschnitte dieser Karte haben, die noch aussehen tatsächlich wie die 1960er, 1970er Jahren. Wir werden aber auf der anderen Seite auch Kartenabschnitte haben, die jetzt tatsächlich in die heutige Zeit reinpassen. Und natürlich passen sich auch die Bahnanlagen oder auch die Bundesstraßen oder auch, oder Straßen generell oder halt eben auch die Verkehrsmittel dieser Situation an. Wir werden also in unserer Stadt, in unserer Altstadt recht enge Gassen haben. Wir werden recht viele Altbaugebäude haben, wohingegen natürlich die äußeren Teile unserer Stadt am Ende vermutlich eher für,
die, ich nenne es mal, modernere Welt ausgelegt sind, also mit breiteren Straßen, mit Parkplätzen und so weiter und so fort, was man in Altstädten ja normalerweise nicht in überwiegendem Maße findet. Das heißt, ich versuche in dieser Serie so ein bisschen so Geschichte und jetzt und hier so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. Natürlich nicht übertrieben, ja, also bitte nicht erwarten, dass wir hier jede Zeitepisode am Ende aller Tage mitgenommen haben werden, aber wir werden, oder ich werde es zumindest versuchen, das Ganze dann so ein bisschen, ich sag mal, anzupassen und so ein bisschen verschiedene zeitliche Aspekte hier reinzukriegen. Das ist zumindest so mein Ziel. Was sich dann am Ende daraus entwickeln wird oder was sich daraus ergeben wird, weiß ich natürlich noch nicht. Ja? Wir schauen mal. Ne? Wir werden mal schauen, wie sich das dann am Ende ergeben wird. Übrigens auch das hier ein typischer Fall von 1960 noch üblich, heute ja nicht mehr neu gebaut. Zumindest heute leider auch noch üblich, aber wird nicht mehr neu verbaut. Diese Reisendenüberwege. An Hauptbahnen wohlgemerkt, nicht an Nebenbahnen, an Hauptbahnen. Dass man hier tatsächlich im durchgehenden Hauptgleis den Menschen zugetraut hat, dass sie in der Lage sind, nach links und rechts zu schauen, bevor ein Zug kommt. Da hat man ja heute Abstand von genommen, weil man einfach davon ausgeht, dass die meisten Leute das eben nicht machen oder noch kurz vorm Zug rüberlaufen und am Ende dann erwischt werden, was ja natürlich nicht passieren soll. Deswegen diese Art von Reisenden überwegen. Heute baut man ja meistens Überführung oder Unterführung. Diesen Zustand hat es 1960 nicht so häufig gegeben. Deswegen auch hier dieser typische kleine Bahnhof mit diesem, ja, ich sag mal, Überweg, wie man ihn jetzt vielleicht damals eher gekannt hat, aber nicht heute. Ja, also so typisch halt noch hängen geblieben in der Zeit. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, diese Bezeichnung. Das Ganze hier ist, wie es halt realistisch ist, relativ stehen geblieben in der Zeit. Also gerade bei Bahnanlagen oder gerade bei Eisenbahnen und Co. haben wir ja relativ häufig in Deutschland, dass die Anlagen doch recht alt sind. Es gibt zwar immer modernisierte Bahnhöfe und sowas, aber da, wo die Modernisierung noch nicht Einzug gehalten hat, sieht es halt eben so aus wie in den 1960er, 1970er Jahren. Und das ist so ein bisschen, dieser Bahnhof soll so ein bisschen das darstellen. Also man hat diesen uralten Bahnhof, aber man hat, ich sag mal, zum Beispiel diese modernen Lichtmasten, die jetzt da stehen. Das heißt, es ist ein uralter Bahnhof, wir spielen im Jahr 2019, aber irgendeiner hat mal gesagt, oh, die alten Lampenmasten, die sind kaputt, dann bauen wir jetzt halt neue Lampenmasten dahin. Zum Beispiel. Diese Lichtanlage, da habe ich übrigens hinterher wieder zurückgebaut. Also das alles ist so ein bisschen dieser, ich sag mal, oder dieses Thema dieser Serie. Ne? Wir haben jetzt das heutige Jahr, aber das, was halt so altertümlich aussieht oder das, was halt noch alt sein könnte, das wird auch im alten Zustand sozusagen noch gelassen. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Hier experimentiere ich gerade übrigens noch so ein bisschen rum mit Lärmschutzwänden, ob das vielleicht noch eine Option gewesen wäre, dass man gesagt hat, hey, wir haben hier nachträglich Lärmschutzwände dazu gebaut, was es ja heute auch recht häufig gibt. Ich habe hier einfach mal so ein bisschen was ausprobiert, sah aber dann hinterher nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe und deswegen ist es dann ganz schnell auch wieder verschwunden. Also keine Sorge, Lärmschutzwände, ich glaube, die werden wir hinterher in unserer Stadt noch einbauen, da wo große Straßen oder zum Beispiel Bahnstrecken durch die Stadt laufen, da werden wir solche Lärmschutzwände an einigen Stellen bauen, aber nicht hier am Ort. Habe ich jetzt gerade beschlossen, weil das sah fürchterlich aus. Und so stark befahren ist die Strecke auch nicht, es ist eine nicht elektrifizierte Hauptbahn, Entschuldigung, aber ohne 5 Millionen Züge am Tag. Also ich stelle mir da so vor, dass da so typisch standardmäßig so ein Regionalzug durch die Gegend fährt und am Ende aller Tage fahren da ab und zu mal so ein Güterzug her. Aber so ein richtig starker Verkehr, ich glaube, wir reden da von 6, 7 Zügen in der Stunde vielleicht. Also kein Stress, keine Hektik. Ja, wenn es überhaupt 6 oder 7 Züge in der Stunde sind, vielleicht auch nur 5 pro Richtung. Ja, wir werden mal schauen. Am Ende aller Tage ist das natürlich wie üblich. Eine Sache übrigens, bevor ich es vergesse am Ende dieser Episode, was dieses On the Line betrifft, was wir in vergangenen Episoden ja oder Serien mal gemacht haben, aber was auch nie so ganz so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe so ein bisschen mit dieser Serie wieder was anderes vor. Wir experimentieren hier ja immer so ein bisschen weiter. Mein Ziel der ganzen Sache in dieser Serie ist jetzt, dass wir am Ende aller Tage 2 unterschiedliche Fahrten machen werden. Das heißt, wir werden einmal unsere Bahnstrecken abfahren, so wie ihr das kennt, nicht animiert, sondern einfach nur vorne hinsetzen und mitfahren, weil ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache. Und auf der anderen Seite werden wir mit der Straße mitfahren, nämlich mit entweder einer Buslinie oder mit Autos oder LKWs, mit was spielt ja am Ende keine Rolle. Das aber dann in Third Person, das heißt, dass wir
im Grunde genommen so eine Unterteilung haben, dass ich quasi mit der Eisenbahn, wenn wir diese Mitfahrten machen am Ende, oder am Ende, wenn halt eben eine Strecke fertig ist, dass wir da quasi die Chance haben, einmal in First Person diese Karte zu durchfahren und am Ende mit Auto, mit Bus, mit LKW, mit was auch immer, mit Straßenfahrzeug sozusagen, dann in Third Person durch die Gegend fahren können, womit wir dann die Chance haben, diese Karte sozusagen als, ich weiß nicht, als großes Ganzes auch mal zu sehen. Was man ja aus First-Person-Ansicht jetzt nicht unbedingt tut. Ich hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen entgegenkomme, weil einige hatten sich gewünscht unter den letzten Episoden der letzten Serie, dass wir doch mal auch mit der Straße mitfahren können. Und ich habe mir das angeguckt, First-Person auf der Straße, das sieht immer fürchterlich aus in City Skylines, weil der halt eben so enge Kurven fährt und so ruckelig fährt und es ist immer ein bisschen schwierig, das in First-Person schön hinzubekommen. Deswegen habe ich mir einfach so ein bisschen ich sag mal, über die Idee überlegt, wir könnten ja eigentlich problemlos in dieser Karte jetzt einfach mal, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, man könnte ja einfach mal völlig problemlos dieses Third Person mal machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja interessant, mal schauen, je nachdem, wie es euch gefällt. Naja, meine Damen und Herren, aber die Musik fängt langsam an, im Hintergrund zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Episode. Episode 1 ist ja immer so ein bisschen Kuddelmuddel. Ich denke mal, das wisst ihr ja noch von alten Episoden oder alten Serien. Da ist immer so ein bisschen, da passiert noch nicht so viel, aber viel, was man so erzählen muss. In der nächsten Episode geht's weiter. Episode 2. Ich weiß noch nicht, was wir da machen werden. Die ist noch nicht aufgenommen, aber mal schauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dieser Episode. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von dem ganzen Konzept haltet. Und wenn Fragen sind, versuche ich die in der nächsten Episode zu beantworten. Bis dahin, einen wunderschönen guten Tag noch, wie üblich, an diesem Dienstag. Die nächste Episode übrigens schon am nächsten Sonntag und danach natürlich wieder jeden Sonntag um 14 Uhr. Heute ist halt nur der erste, deswegen am Dienstag. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Danke fürs Zusehen. Ciao.